Guten Morgen. Wir haben dieses Treffen anberaumt, weil das aktuelle Vorhaben das zugewiesene Budget massiv überschritten hat. Herr Schröder, als verantwortlicher Projektleiter erwarte ich von Ihnen eine präzise Erklärung für dieses finanzielle Defizit. Wir liegen 20% über den kalkulierten Kosten. Guten Morgen. Die Budgetüberschreitung ist bedauerlich. Sie resultiert primär aus den drastisch gestiegenen Materialkosten der Zulieferer. Wir mussten außerdem kurzfristig externe Berater hinzuziehen, um eine unvorhergesehene technische Hürde zu überwinden. Diese Faktoren waren in der ursprünglichen Planung nicht absehbar. Guten Morgen. Ich habe die Rechnungen und die Berichte der letzten 3 Monate detailliert analysiert. Die gestiegenen Materialkosten erklären nur einen Teil der Differenz. Herr Schröder, ein erheblicher Posten sind die abgerechneten Überstunden Ihres Teams. Es scheint Diskrepanzen zwischen dem Zeitplan und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu geben. Das ist ein kritischer Punkt. Eine derartige Abweichung vom Zeitplan deutet auf Mängel in der Ressourcenplanung hin. Wir können solche Ineffizienzen nicht tolerieren. Frau Neumann, gibt es weitere Auffälligkeiten in den Finanzdatenbüchern? Wir haben festgestellt, dass mehrere Bestellungen ohne die vorherige Freigabe der Einkaufsabteilung getätigt wurden. Dadurch konnten wir keine Mengenrabatte aushandeln. Diese eigenmächtigen Beschaffungen haben die Kostenkalkulation zusätzlich belastet. Ich räume ein, dass die internen Prozesse bezüglich der Beschaffung in der hektischen Phase nicht strikt eingehalten wurden. Mein primäres Ziel war es, den engen Zeitplan zu halten und einen Stillstand der Arbeiten zu vermeiden. Die Überstunden waren zwingend erforderlich, um die Termine der Meilensteine zu sichern. Das Ziel rechtfertigt in diesem Fall nicht die mangelnde Einhaltung unserer Unternehmensrichtlinien. Wir benötigen jetzt eine sofortige Lösung. Herr Schröder, Sie werden bis morgen einen überarbeiteten Projektplan vorlegen, der sämtliche verbleibenden Ressourcen optimiert. Frau Neumann, Sie werden ab sofort jede weitere Ausgabe für dieses Vorhaben persönlich freigeben. Ich werde ein strenges Kontrollsystem für alle zukünftigen Zahlungen implementieren. Keine Rechnung wird ohne meine ausdrückliche Genehmigung beglichen. Ich werde den Ressourcenplan heute Nachmittag überarbeiten und alle unnötigen Ausgaben streichen. Wir werden das Vorhaben innerhalb des neu angepassten Rahmens erfolgreich abschließen. Ich verlasse mich auf Ihre Zusage. Die Kosteneffizienz hat ab sofort absolute Priorität. Wir treffen uns am Freitag zur Überprüfung der neuen Maßnahmen. Dieses Treffen ist ein klassisches Beispiel für ein Krisengespräch. Die Stimmung ist angespannt, da ein Projekt völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Der Dialog zeigt hervorragend, wie man auf Deutsch Missmanagement anspricht, Fehler eingesteht und sofortige Kontrollmechanismen etabliert. Lassen Sie uns das sprachliche Werkzeug entschlüsseln, das Sie benötigen, um kritische Projektphasen und finanzielle Fehler professionell zu kommunizieren. Direkt zu Beginn macht Herr Schwarz deutlich, wie ernst die Lage ist, indem er sagt, wir haben dieses Treffen anberaumt. Ein Treffen anzuberaumen ist viel formeller als einfach nur zu sagen, man habe einen Termin geplant. Es wird oft für offizielle oder sehr wichtige Meetings genutzt. Synonyme sind ansetzen oder terminieren. Ein Beispiel. Der Vorstand hat wegen der Krise eine Sondersitzung anberaumt. Ein zweites Beispiel. Wir müssen dringend ein Treffen mit unserem Hauptlieferanten anberaumen. Der Grund für das Treffen ist die Budgetüberschreitung. Das bedeutet, dass die geplanten finanziellen Grenzen überschritten wurden. Man hat schlichtweg zu viel Geld ausgegeben. Im Büro hört man oft Sätze wie „Eine erneute Budgetüberschreitung bei diesem Kunden können wir uns finanziell nicht leisten“ oder „Der Projektleiter muss die massive Budgetüberschreitung vor den Investoren rechtfertigen“. Der Projektleiter versucht sich zu verteidigen und spricht von einer technischen Hürde. Eine Hürde ist bildlich gesprochen ein Hindernis aus der Leichtathletik, steht hier aber für ein Problem oder eine Herausforderung, die den Fortschritt blockiert. Man kann es so nutzen. Bei der Entwicklung der neuen App gab es eine unerwartete technische Hürde. Oder positiv formuliert,
Wir haben in diesem Projekt alle bürokratischen Hürden erfolgreich genommen. Noch schlimmer als falsche Zeitpläne sind jedoch eigenmächtige Beschaffungen. Eigenmächtig bedeutet, dass jemand auf eigene Faust handelt, ohne die nötige Erlaubnis oder Befugnis zu haben. Das Wort trägt eine starke Kritik in sich. Ein Synonym ist unbefugt. In der Praxis sagt man, eigenmächtige Entscheidungen des Teams führten zu einem Konflikt mit dem Kunden. Ein weiteres Beispiel: Er hat den Vertrag eigenmächtig unterschrieben, was nun rechtliche Konsequenzen hat. Als Ausrede für sein Verhalten gibt der Projektleiter an, er wollte einen Stillstand vermeiden. Ein Stillstand ist der komplette Halt aller Aktivitäten. Nichts bewegt sich mehr, die absolute Stagnation. In der Produktion oder in Projekten ist das ein Albtraum. So wird das Wort verwendet. Ein unerwarteter Streik führte zum völligen Stillstand der Fabrik. Oder: Wir müssen jetzt schnelle Entscheidungen treffen, um einen Stillstand des gesamten Projekts zu vermeiden. Trotz des Zeitdrucks stellt Herr Schwarz klar, dass die Unternehmensrichtlinien nicht verletzt werden dürfen. Das sind die offiziellen Regeln, Vorgaben oder Compliance-Standards, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss. In Unternehmen hört man oft, alle neuen Mitarbeiter müssen bei Vertragsbeginn die Unternehmensrichtlinien unterschreiben. Und ganz deutlich, ein vorsätzlicher Verstoß gegen unsere Unternehmensrichtlinien wird hier nicht toleriert. Um zukünftige Fehler zu verhindern, muss Frau Neumann nun ein Kontrollsystem implementieren. Das ist ein sehr professioneller Ausdruck dafür, einen Plan, eine Methode oder eine Software aktiv einzuführen und anzuwenden. Ein Synonym wäre umsetzen. Beispiele aus dem Alltag: Die IT-Abteilung wird am Wochenende das neue Sicherheitssystem implementieren. Oder: Es ist nicht einfach, eine völlig neue Fehlerkultur im Unternehmen zu implementieren. Teil dieses neuen Systems ist, dass ab sofort alles eine ausdrückliche Genehmigung erfordert. Ausdrücklich bedeutet hier unmissverständlich, sehr klar und meistens in schriftlicher Form. Ein einfaches Nicken reicht nicht aus. Man verwendet es so: Für Geschäftsreisen ins Ausland benötigen Sie immer die ausdrückliche Genehmigung der Geschäftsführung. Ein weiteres Beispiel: Ohne meine ausdrückliche Genehmigung darf diese hohe Rechnung auf keinen Fall bezahlt werden. Zusammenfassend haben wir gesehen, dass Krisenkommunikation Klarheit und Präzision erfordert. Wörter wie Budgetüberschreitung, Arbeitsaufwand und Unternehmensrichtlinien helfen Ihnen, Probleme direkt zu benennen und Verantwortlichkeiten zu klären. Als kleine Übung für Sie: Erinnern Sie sich an ein berufliches Projekt, das nicht ganz nach Plan verlief. Beschreiben Sie die Situation in 2 bis 3 Sätzen und verwenden Sie dabei die Wörter Hürde, Arbeitsaufwand und implementieren. Legen Sie am besten sofort los. Kommen wir nun zu unserem Quiz. Mal sehen, wie gut Sie sich die neuen Vokabeln gemerkt haben. Los geht's! Frage 1. Was bedeutet es, ein Treffen anzuberaumen? A. Ein Treffen spontan abzusagen. B. Ein offizielles Meeting zu planen oder anzusetzen. C. Ein Treffen ohne Agenda durchzuführen. Denk kurz darüber nach. Die richtige Antwort ist B. Anberaumen ist ein formeller Begriff, den wir nutzen, wenn wir ein offizielles oder wichtiges Treffen terminieren. Frage 2. Was passiert bei einem Stillstand in einem Projekt? A. Alles läuft nach Plan weiter. B. Es gibt einen kompletten Halt aller Aktivitäten. C. Das Projekt wird besonders erfolgreich abgeschlossen. Überlege einen kurzen Moment. Die richtige Antwort ist B. Stillstand bedeutet absolute Stagnation. Es bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes absolut gar nichts mehr. Frage 3. Wann spricht man typischerweise von einer Budgetüberschreitung? A. Wenn das Projekt günstiger war als geplant. B.
wenn exakt die Summe ausgegeben wurde, die zur Verfügung stand. C, wenn die geplanten finanziellen Grenzen überschritten wurden. Überleg kurz. Die Antwort ist C. Das Wort sagt es ja bereits. Das Budget, also das verfügbare Geld, wurde überschritten. Man hat schlichtweg zu viel ausgegeben. Frage 4. Was genau ist eine technische Hürde in einem Projekt? A. Ein Hindernis oder Problem, das den Fortschritt blockiert. B. Ein technisches Hilfsmittel zur Beschleunigung. C. Eine neue Software für das Team. Nimm dir einen Moment Zeit. A ist die korrekte Antwort. Eine Hürde kommt ursprünglich aus dem Sport und steht bildlich für eine Schwierigkeit oder ein Problem, das man überwinden muss. Frage 5. Wie lässt sich der Arbeitsaufwand am besten beschreiben? A. Das Gehalt, das ein Mitarbeiter für eine Aufgabe bekommt. B. Die Menge an Zeit und Energie, die für eine Aufgabe benötigt wird. C. Die Anzahl der Personen in einem Team. Weißt du es? Die richtige Lösung ist B. Der Aufwand beschreibt immer den Einsatz, den wir bringen müssen. In diesem Fall also die benötigte Arbeitszeit und Energie. Frage 6. Was bedeutet das Adjektiv eigenmächtig? A. Man handelt im direkten Auftrag des Chefs. B. Man stimmt sich intensiv im Team ab. C. Man handelt auf eigene Faust ohne Befugnis. Kurze Bedenkzeit für dich. C ist richtig. Eigenmächtig ist meist eine starke Kritik und bedeutet, dass jemand etwas tut, ohne die nötige Erlaubnis dafür zu haben. Frage 7. Welches Wort ist ein passendes Synonym für eigenmächtig? A. Unbefugt. B. Kooperativ. C. Unverzüglich. Hast du eine Idee? Die richtige Antwort lautet A. Unbefugt. Wer unbefugt oder eigenmächtig handelt, hat schlicht nicht die Autorität für diese Aktion. Frage 8. Was ist das logische Gegenteil von einem Stillstand? A. Die Stagnation. B. Die Blockade. C. Der Fortschritt. Kurze Überlegung. C ist richtig. Während ein Stillstand bedeutet, dass alle Aktivitäten stoppen, beschreibt der Fortschritt eine Bewegung nach vorne. Frage 9. Worum handelt es sich bei Unternehmensrichtlinien? A. Um die wöchentliche Speisekarte in der Kantine. B. Um lockere Empfehlungen von Kollegen. C. Um offizielle Regeln und Compliance-Standards. Bist du dir sicher? C ist korrekt. Unternehmensrichtlinien sind offizielle und verbindliche Vorgaben, an die sich alle Mitarbeiter zwingend halten müssen. Frage 10. Welches Wort können wir anstelle von implementieren verwenden? A. Umsetzen. B. Ignorieren. C. Analysieren. Denk mal kurz nach. Die Antwort ist A. Umsetzen. Implementieren ist der professionelle Ausdruck dafür, eine neue Methode, ein System oder einen Plan aktiv einzuführen und anzuwenden. Frage 11. Was genau bedeutet der Begriff ausdrücklich im Zusammenhang mit einer Genehmigung? A. Vage und ungenau. B. Unmissverständlich und sehr klar. C. Stillschweigend. Zeit für deine Entscheidung. Richtig ist B. Eine ausdrückliche Genehmigung ist sehr klar formuliert, meistens sogar schriftlich, damit ein einfaches Nicken eben nicht ausreicht. Frage 12. Wie nennt man es, wenn die Einschätzung der benötigten Zeit und Energie für ein Projekt völlig falsch war? A. Einen falschen Arbeitsaufwand.
B. Eine formelle Unternehmensrichtlinie. C. Eine ausdrückliche Genehmigung. Letzte Frage. Denk noch einmal kurz nach. Die richtige Antwort lautet A. Wenn Projekte scheitern, liegt es sehr oft daran, dass der Zeit- und Energieaufwand, also der Arbeitsaufwand, im Vorfeld völlig falsch kalkuliert wurde. Guten Morgen. Wir haben dieses Treffen anberaumt, weil das aktuelle Vorhaben das zugewiesene Budget massiv überschritten hat. Herr Schröder, als verantwortlicher Projektleiter erwarte ich von Ihnen eine präzise Erklärung für dieses finanzielle Defizit. Wir liegen 20% über den kalkulierten Kosten. Guten Morgen. Die Budgetüberschreitung ist bedauerlich. Sie resultiert primär aus den drastisch gestiegenen Materialkosten der Zulieferer. Wir mussten außerdem kurzfristig externe Berater hinzuziehen, um eine unvorhergesehene technische Hürde zu überwinden. Diese Faktoren waren in der ursprünglichen Planung nicht absehbar. Guten Morgen. Ich habe die Rechnungen und die Berichte der letzten 3 Monate detailliert analysiert. Die gestiegenen Materialkosten erklären nur einen Teil der Differenz. Herr Schröder, ein erheblicher Posten sind die abgerechneten Überstunden Ihres Teams. Es scheint Diskrepanzen zwischen dem Zeitplan und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu geben. Das ist ein kritischer Punkt. Eine derartige Abweichung vom Zeitplan deutet auf Mängel in der Ressourcenplanung hin. Wir können solche Ineffizienzen nicht tolerieren. Frau Neumann, gibt es weitere Auffälligkeiten in den Finanzdatenbüchern? Wir haben festgestellt, dass mehrere Bestellungen ohne die vorherige Freigabe der Einkaufsabteilung getätigt wurden. Dadurch konnten wir keine Mengenrabatte aushandeln. Diese eigenmächtigen Beschaffungen haben die Kostenkalkulation zusätzlich belastet. Ich räume ein, dass die internen Prozesse bezüglich der Beschaffung in der hektischen Phase nicht strikt eingehalten wurden. Mein primäres Ziel war es, den engen Zeitplan zu halten und einen Stillstand der Arbeiten zu vermeiden. Die Überstunden waren zwingend erforderlich, um die Termine der Meilensteine zu sichern. Das Ziel rechtfertigt in diesem Fall nicht die mangelnde Einhaltung unserer Unternehmensrichtlinien. Wir benötigen jetzt eine sofortige Lösung. Herr Schröder, Sie werden bis morgen einen überarbeiteten Projektplan vorlegen, der sämtliche verbleibenden Ressourcen optimiert. Frau Neumann, Sie werden ab sofort jede weitere Ausgabe für dieses Vorhaben persönlich freigeben. Ich werde ein strenges Kontrollsystem für alle zukünftigen Zahlungen implementieren. Keine Rechnung wird ohne meine ausdrückliche Genehmigung beglichen. Ich werde den Ressourcenplan heute Nachmittag überarbeiten und alle unnötigen Ausgaben streichen. Wir werden das Vorhaben innerhalb des neu angepassten Rahmens erfolgreich abschließen. Ich verlasse mich auf Ihre Zusage. Die Kosteneffizienz hat ab sofort absolute Priorität. Wir treffen uns am Freitag zur Überprüfung der neuen Maßnahmen. Ausdruck 1. Anberaumen. Bedeutung: einen offiziellen Termin oder eine Versammlung formell festlegen. Beispielsätze: Der Vorstand hat eine außerordentliche Sitzung anberaumt. Wir müssen dringend ein Treffen anberaumen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu besprechen. Ausdruck 2. Die Budgetüberschreitung. Bedeutung: der Zustand, wenn die tatsächlichen Kosten höher sind als die ursprünglich geplanten finanziellen Mittel. Beispielsätze: Die massive Budgetüberschreitung hat zu einem Baustopp geführt. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um eine erneute Budgetüberschreitung zu verhindern. Ausdruck 3. Hinzuziehen. Bedeutung: eine weitere Person, oft einen Experten, um Rat oder Hilfe bitten und in einen Prozess einbinden. Beispielsätze: Bei juristischen Fragen sollten wir immer unsere Rechtsabteilung hinzuziehen. Wir mussten einen externen Gutachter hinzuziehen, um den Schaden zu bewerten. Ausdruck 4. Eigenmächtig. Bedeutung: eine Handlung ausführen, ohne die dafür notwendige Erlaubnis oder Befugnis zu haben. Beispielsätze: Er hat eigenmächtig Verträge gekündigt und damit gegen die Vorschriften verstoßen. Eigenmächtige Entscheidungen können in unserem Unternehmen schwere Konsequenzen nach sich ziehen.
Ausdruck 5. Die Beschaffung. Bedeutung: der Prozess des Erwerbs von Gütern, Dienstleistungen oder Materialien für ein Unternehmen. Beispielsätze: Die Abteilung für Beschaffung hat neue Richtlinien für die Lieferantenauswahl veröffentlicht. Eine effiziente Beschaffung sichert uns einen Wettbewerbsvorteil.